Also mein grosses Hobby ist halt Fischen. Das mache ich seit ich halt denken kann. Ja, und das wollte ich halt wieder erreichen auf dem Weg. Also servus, ich bin der Felix. Ich habe eben einen Unfall gehabt vor 3 Jahren, einen Badeunfall, und habe jetzt einen Querschnitt C5. Mein Hobby ist schon immer das Fischen gewesen. Und vor 5, 6 Jahren habe ich mir mal ein Boot gekauft, für den Chiemsee eben. Und das war ja mein großes Ziel, dass ich das auch wieder hernehmen kann. Das Hauptproblem war eigentlich das, dass ich die Angel nicht mal halten kann. Und das war halt eben ein Hauptproblem. Und ja, an dem haben wir jetzt eben gearbeitet. Felix kam zu uns, weil er passionierter Angler ist. Er hat beidseits eine Lähmung der Hand und kann daher nicht mehr wirklich die Bewegung des Angelns ausüben, hatte aber im Internet ein Video gesehen von einem ähnlichen Patienten, der auch eine Versorgung zum Angeln bekommen hat. Und dadurch hatte Felix sich in den Kopf gesetzt, auch eine Angelversorgung zu bekommen. Hat uns erstmal natürlich vor eine Herausforderung gesetzt. Ich habe dann mal mit ihm kurz durchgesprochen, was seine Anforderung ist. Dass er auch wirklich das Auswerfen gut kann. Allgemein musste ich erstmal verstehen, wie läuft der Prozess beim Angeln, was machen die Hände. Das ist natürlich auch für einen Laien, der jetzt mit dem Angeln nicht direkt zu tun hat, nicht selbstverständlich. Und es hat aber super geklappt, weil Felix da einfach so eine Begeisterung für hat. Und als wir dann gesehen haben, dass es funktionieren könnte, haben wir gesagt, okay, das probieren wir. Haben daraufhin dann eine Probeversorgung gefertigt. Und das Interessante dabei ist, dass wir auch uns noch nicht klar war, wie wir das Ganze an die Versorgung adoptieren. Weil Felix hatte den Anspruch, dass er verschiedene Angelrouten nutzen muss und auch quasi die Angel von der Versorgung trennen wollte. Da wir jetzt nicht aus dem Stegreif eine Verbindung schaffen konnten und Felix da einfach so in dem Technischen auch mit drin war, weil er da einfach wahnsinnig interessiert ist, und man hat schon gemerkt, er hat seine ganze Familie mobilisiert. Unter anderem ein Cousin, der quasi ein Teil gefräst hatte, was Felix dann zu einem weiteren Termin mitgebracht hat, wo wir dann geschaut haben, ob wir das so in die Versorgung mit einbauen können. Da war es dann eigentlich das Schöne, mit dem Patienten zusammen die Versorgung entstehen zu lassen. Also ich habe mir halt selber überlegt, wie man das am besten ausführen kann, dass man die Hand in einer Schiene mit der Angel verbinden kann. Ja, und das habe ich halt dann mit Hilfe von Verwandten umgesetzt. Genau. Und der Johannes hat halt gemeint, das wird ganz gut passen. Und er hat gemeint, das kriegen wir hin. Er baut mir dann da eine Schiene dafür. Also die Angelhilfe wurde bei uns hier im Silikonlabor in Traunstein gefertigt. Wir haben die Silikon aufs Gipsmodell gelegt und haben die Kanten verrollert, haben die Laschen und Kletz mit hingearbeitet, und dann danach, was das Wichtigste für den Felix war, war, dass wir die Befestigung, was er selber am 3D-Drucker gemacht hat, mit ans Modell hingearbeitet haben. Wir haben das quasi davor einen Abdruck genommen, wie ihm das am besten passt, und haben dann danach das Stück für die Angelhilfe mit hingefertigt. Danach wurde das Ganze unter Vakuum gesetzt und zum Schluss geglättet. Und jetzt ist die Angelhilfe bereit für den ersten großen Fang am See. Ja, und heute bin ich eben da zur finalen Anprobe. Jetzt bin ich schon gespannt, ob das funktioniert alles so, wie wir uns das ausdenkt haben. Genau, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Als Felix dann zur Abholung der Orthese da war und seine Angelrouten dabei hatten und wir das Ganze angezogen hatten, natürlich immer in Begleitung mit uns. Wir haben dem Felix die Orthese angezogen, wir haben ihm die ausgezogen. Er hat zwar selber auch die Position bestimmt, aber was wir festgestellt haben, er konnte sie selber nicht an- und ausziehen. Also er musste erstmal den Mund nehmen, um die Kletten auf und zu machen.
Und wir haben dann festgestellt, es wäre gut, wenn wir einfach nur 3 kleine Metallringe in die Schlaufe mit einarbeiten, so dass Felix mit der anderen Hand selbstständig die Versorgung an- und ausziehen kann. Und ich glaube, das war das Wichtige, weil Felix möchte da einfach die Selbstständigkeit und das war eigentlich unser großes Ziel. Und jetzt fahren wir eben dann gleich an den Chiemsee und dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. So, jetzt waren wir beim Ausprobieren. Durch das, dass ich jetzt diese Orthese habe, kann ich jetzt die Angel wieder richtig halten und muss mich eigentlich nur noch aufs Ausschmeißen konzentrieren. Die größte Herausforderung war nur, dass das mit dem Ausschmeißen, Halten und Schnurhalten im richtigen Moment auslassen, dass das alles so zusammenpasst, dass man auch da hinschmeißt, wo man auch hinschmeißen will. Aber ich denke, dass das jetzt so ganz gut funktioniert hat und weiterhin auch so funktionieren wird, hoffentlich. Als wir dann alle gemeinsam den großen Tag hatten, wo Felix mit uns mit seinem Boot rausgefahren ist und wir einfach die Versorgung wirklich im Gebrauch sehen konnten, war es echt faszinierend. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass der Felix jetzt erstmal ein bisschen üben muss, um wirklich in den Angelschwung zu kommen. Aber da hat man den ambitionierten Angler gesehen. Felix hat gleich ruckzuck den Dreh rausgehabt. Er hat mir erklärt, es gibt verschiedene Arten des Angelns. Er hat gleich diese auch ausprobiert und es war einfach wirklich schön zu sehen. Felix hat nicht viel gesagt, aber man musste ihm nur ins Gesicht schauen und man hat gesehen, dass es gepasst hat für ihn. Als nächstes wollen wir noch mal probieren, ob es auch woanders funktioniert. Vielleicht auch in Österreich oder so oder Italien. Das wird sich dann die nächste Zeit noch ergeben. Beim nächsten Mal hoffen wir, dass wir was fangen.